Echte Ladykiller-Düfte zeige ich euch heute. Die Betonung liegt auf echte. Nicht, dass ich die ganzen Videos, die ich vorher gemacht habe, dass das keine Ladykiller sind. Ja, schon, aber der Mann, meistens die Männer, ja, die wollen sich so vieles gut reden. Ja, der funktioniert auch noch, der funktioniert auch noch. Ja, selbst ich ertappe mich manchmal und das ist nichts. Aber heute habe ich 10 Düfte, wo die Frauen wirklich, natürlich nicht jede Frau auf der Welt, logischerweise, aber das sind Düfte, die wirklich extrem gut ankommen. Da sagen die Frauen einfach, hey, absolut nice, mein Freund, yes. Und ich sage euch eins, es ist ein Nischenduft dabei, einer. Der Rest sind Designer, yes. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie das so ist. Aber, und das ist jetzt kein, ich meine, ich spiele hier nie rum, aber das ist richtig Real Talk zu Ladykiller-Düfte. Also wir gehen rein, moin aus Hemmung. So, der erste. Das ist der Dior Sauvage, aber das Parfüm. Das Parfüm ist mir aufgefallen über die ganze Zeit, ist extrem gut. Extrem gut. Aber das sage ich schon seit Jahren. Die Frauen mögen frische Düfte. Bergamotte etc., was Holziges, wie auch immer, in diese Richtung, zitrisch. Viele Frauen mögen einfach Saubermann-Düfte. So, der Mann muss sauber riechen und das schafft er natürlich mit Dior Sauvage. Und hier wirklich das Parfüm, das wirklich sehr, sehr gut ankommt. Allgemein kommt die Reihe, ich muss schon sagen, wirklich sehr gut an. Tatsächlich auch das Elixier kommt auch sehr gut an bei Frauen. Aber ich finde, das Parfüm, das strahlt richtig gut aus, hat eine Holzigkeit, diese Frische, der Johnny Depp Duft, ne? Und richtig guter Begleiter. Also die Frauen stehen da drauf. Das ist ein wirklich Ladykiller-Duft. Allerdings auch durchgehend, ne? Also Sauvage ist ebenso. So, jetzt kommt der einzige Nischenduft. Es ist einfach Fakt, dass Blonde Amber wirklich die Frauen, sag ich mal, ja, nervös werden lässt. Es ist vielleicht nicht, natürlich nicht jeder, aber meine Frau zum Beispiel sehr schwierig mit Düften. Ich weißt du, die gibt lange nicht jemand 10 und so, aber Blonde Amber findet sie wirklich gut. Im Endeffekt ist das ja auch eigentlich ein simpler Duft. Süß, sehr viel Würzigkeit, Amber und so weiter, balsamisch ein bisschen sogar. Das Ding, es ist eigentlich, also ich will nicht sagen, also nichts Spektakuläres wäre der falsche Ausdruck bei diesem Duft. Natürlich, der Preis ist unmenschlich überteuert, das ist einfach so. Es gibt auch meinetwegen gute Ableger, günstige, aber es geht jetzt um den Duft, der kommt richtig schön an, schöne Tiefe. Es ist einfach, der strahlt einfach was aus, was einfach sehr, sehr gut ist, ja. So, der nächste ist immer noch der Duft, von dem ich am meisten oder für den ich am meisten Komplimente bekommen habe, auch von Männern allerdings auch, ne, aber auch eben sehr viel Frauen, und das ist Prada Luna Rossa Sport hier. Das ist die neue Version hier in Rot. Was soll ich denn sagen? Also, ich sag's ja immer wieder, Prada macht sexy Düfte und die kommen einfach gut an. Die haben eine DNA, das ist egal in welchen Duft sie haben eine DNA drin in den meisten. Die neuen, die da rausgekommen sind, finde ich nicht so gut wirklich, aber diese Reihe hat ein bisschen Le Mals da in den Hintergrund. Natürlich kommt das auch gut an, aber nicht dieses typische Kaugummi-Star wie bei Le Mal, sondern eine Cremigkeit, Lavendel, bisschen holzig, aber auch eine schöne Süße und dann eben dieses Prada verspielte sexy sein. Der funktioniert einfach, egal bei welchem Geschlecht, der kommt wirklich sehr, sehr gut an. So, der nächste, ja, es ist einfach so, ob jemand das jetzt mag oder nicht. Jedes Mal, wenn ich den getragen habe, habe ich das einfach gemerkt und so als Stronger Video intensely. Was soll ich denn anders sagen? Es ist einfach so. Jetzt könnte ich sagen, die süße Plöre kommt gut an. Ich habe ja eben noch gesagt, bei Frauen kommt frische Düfte. Ja, im Schnitt kommen Duschgel, frische Düfte, sehr gut. Aber wenn dann ab und zu mal Süße kommen, dann ist es Blonde Amber oder eben tatsächlich auch Stronger with You. Ja, Kastanie, dieses ganze süße Gedöns, was hier drin ist. Aber das ist auch so ein Duft, wo ich immer sage, ich finde ihn gut, dann will ich ihn eine ganze Zeit gar nicht mehr riechen. Dann mochte ich ihn auch tatsächlich nicht, aber dann kommt er wieder. Und dann ist es geil, diesen Duft zu tragen. Die DNA, es ist also ein Duft, ich habe ja mehrere Ableger sogar davon, es ist ein Duft, verkauft den nie, weil irgendwann kommt er immer wieder drauf zurück. Und der Intense, der funktioniert am besten. Die anderen sind auch nicht schlecht. Auch der Powerfully, der neue mit der Kirschnote ist gut, aber der Intensely ist einfach, ja, der kommt wirklich am besten bei den Damen. So, der nächste, brauchen wir nicht drüber reden. Bleu de Chanel, das
Eau de Toilette. Ja, das ist noch die erste Version. Da steht hier nichts drauf. Jetzt steht da Eau de Toilette drauf. Da haben wir das eben, was ich sage. Ne? Also das ist eben ein sehr frischer, im Endeffekt männlicher, blauer Saubermann-Duft, der einfach seitdem er raus ist, funktioniert genauso wie die Reihe. Also die beiden, sagen wir mal hier, das ist schon unschlagbar. Die sind zusammen, die schlägt keiner, egal welche Düfte. Was Dior und Chanel da gemacht haben wieder, das ist zu der Zeit, es kommt da keiner dran vorbei. Von, sag ich mal, auch nicht Aventus, auch nicht Imagination. Im Schnitt weltweit kommt hier an diesen Düften keiner vorbei. Das ist einfach so, ne? Und da haben sie was kreiert, das wirklich stabil ist. Dior Sauvage, finde ich, macht das noch ein bisschen größer mit Johnny Depp, wie gesagt. Und das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen erfolgreicher, aber Chanel ist Chanel, ne? Und da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wie gesagt, Bergamotte, zitrisch, blau, schöner Duft, funktioniert einfach. So. Ach ja, ich werde ja. Ach Gott, Alter, ich sag da, ich lasse das einfach so stehen, lass das wirken. Viele verstehen das. Ja, egal. Jetzt kommt ein Duft. Ja, Busharami. Und Busharami ist ein Duft oder eine Marke aus Australien, die viele gute Düfte wirklich, sag ich mal, also sehr gute Alternativen macht. Und der Kingsman, ich hoffe, das ist jetzt richtig, ich glaube, das ist der Kingsman, sonst werde ich den einblenden, den Namen, wenn ich das falsch gemacht habe. Das ist der Kingsman und das ist genial. Wir haben, jetzt hört zu, denn ne, ich will diese andere Marke da nicht mehr erwähnen. Das hat auch einen Grund. Inzwischen werden wahrscheinlich bald keine Creator mehr die Marke nennen, wenn sie schlau sind. Ananas, so ein bisschen frisch, Bergamotte und rauchig. Jedenfalls früher. Der andere ist heutzutage nicht mehr rauchig. Ja, hier haben wir, oder ihr wisst ja, von welchem Duft ich dann rede. Und hier ist das so oldschool, fast wie die erste Version von den sogenannten. Ne? Sehr, sehr nice. Mit einer sehr coolen, vielleicht minimal Busharami DNA. Der ist unten verlinkt. Schaut da mal rein. Könnt ihr meinen Gutscheincode benutzen. 15%. Ich muss schon sagen, also, und die Hyperkeit. Starkes Teil, auch die CH. Also wenn ihr den sogenannten immer noch liebt, und da kenne ich viele, mein bester Kumpel findet den auch immer noch nice, dann auch mal diesen Kingsman testen. Ja, von Busharami. Also Sydney, genau, Sydney kommen sie. Ein Eau de Parfum, Extrait de Parfum, sorry. Wow, kann ich nur sagen. Ja, kostet ein bisschen mehr. Das ist jetzt auch kein irgendwelche Plünn, was ihr denkt. Das ist schon nicht schlecht, aber die Qualität hier ist wirklich nice. So, Punkt. Ihr wisst ja, von welchem Duft ich oder der sich ableitet, wenn man nur schon Ananas sagt und rauchig ein bisschen. Obwohl, wie gesagt, rauchig war die letzten Jahre nicht mehr, aber beim Original, aber ja. Aber wie gesagt, eine schöne, eigenständige, bisschen minimal DNA ist auch mit drin. Sehr geil, kommt richtig gut an. Habe ich noch nicht so lange, aber ja, das war klar, dass der wegburnt. So, jetzt kommen wir zu einem alten Duft, mit dem bin ich groß geworden. Und ja, die jetzt funktioniert der wieder, weil ich hätte jetzt was in den Mund genommen, aber ich will das Video hier jetzt nicht, ne, cutten oder dass das, was weiß ich, was hier rausgeschnitten wird oder, keine Ahnung, nicht monetarisiert wird oder so, ne. Hätte ich fast ein Schimpfwort genannt, aber ein positives Schimpfwort. Aber ja, Job Om, The Pink Man, funktioniert einfach. Das ist einfach so. Ein süßer Duft, der immer schon früher funktioniert hat und jetzt kennt ihn kein Punkt. Aber wenn du ihn trägst, er ist wieder da. Er ist einfach zurück und ich bringe ihn zurück. Werden wir sehen. Ist einfach so. Ich habe so viel Ableger. Ich habe auch die Vintage-Version. Es funktioniert einfach. Und er ist präsent. Über 10, 12 Stunden immer noch. Ja, diese Kirschnote, dieses extrem süße, synthetische Kirschnote inzwischen. Früher war es richtig Marzipan-Fast-Style Kirschnote. Aber der Pinkman, nicht Jesse Pinkman, ne? Der Pinkman ist wirklich top. Der funktioniert einfach. Wenn ihr einen richtig süßen Klappbanger-Duft haben wollt, dann ist das Job Om. Ist einfach so, als Eau de Toilette, ne, wohl bemerkt, ja. So, der nächste ist, ja, Le Mal
Elixir Absolu. Das müsste das sein. Ich komme schon völlig durcheinander. Ja, Elixir Absolu. Ich habe das Absolu genommen, whatever, weil es abgerundeter und besser ist als das normale. Wo das Elixier rauskam, das war der Shit. Das war richtig gut. Ist auch richtig gut. Ich hätte nie gedacht, wenn ihr dem, sag ich mal, gesprüht habt, dann lasst den Augenblick stehen, 2 Wochen und dann wieder sprühen, dass diese Qualität mit der alten schönen Vanille, DNA, Lavendel von Le Mal von früher ist hier trotzdem drin, bisschen zurückgenommen, die Süße vom Elixier. Hätte nie gedacht, dass das absolut besser performt, ja, in der Vergleich genauso stark, aber besser ankommt und auch irgendwie sich geiler anfühlt, wenn ihr diesen Duft tragt. Also, was soll ich anderes sagen? Einfach geisteskrank gut. Der nächste, ja, L'Homme Ideal Cologne. Leider ist dieser Duft eingestellt. Wenn ihr den noch finden könnt, bitte nehmen. Ich habe den jetzt hier mit reingenommen, weil er funktioniert. Das ist der Lieblingsduft von meiner Frau an mir, wenn ich den habe. Das ist, ja, denn ist Feierabend. Das ist, leider ist er nicht wirklich stark. So, das ist wirklich ein hautnaher Duft, aber diese Mandel, diese frische Mandel und diese colognehaftige Zitrone ist ein Meisterwerk, was diese Art angeht. Ihr kriegt den ja nicht mehr, dann holt euch das Normale. Das könnt ihr auch mal. Hat natürlich nicht diesen Touch. Das ist sehr, sehr schade. Aber der ist nicht, leider ist der wirklich schwach auf der Brust. Aber ist ein geiler Duft für so ein bisschen in der Nähe. Keine Ahnung, wenn man nicht so weit weg geht, aber der kommt richtig gut an. Ich habe da auch noch 2 Ableger, also 2 Backups. Ein Glück auch. Ja, richtig nice. So, und zum Schluss kommt noch Prada. Und das ist Prada L'Homme. Ja, der Saubermann-Duft, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Iris, schön pudrig, denn die schöne Frische. Auch hier wieder sexy im Hintergrund. Prada L'Homme, es funktioniert einfach. Prada ist mit, wenn es um sexy Düfte geht, einfach bombastisch gut. Und da kann man nichts gegen sagen. Wenn ihr Iris mögt, wenn ihr noch eine schöne Frische haben wollt, bisschen cremig bzw. pudrig, dann ist das euer Duft. So. Das war's. Jetzt hätte man natürlich sagen können, oder wenn ihr sagt, ich finde zum Beispiel noch andere Düfte sehr, sehr geil. Aber hier geht's wirklich um die wirklich gut ankommen. So, nicht so ein bisschen, sondern wirklich gut. Zum Beispiel Prada, Dior Homme, das Parfüm, die alte Version, die gibt's ja jetzt in der Version nicht mehr. Hätte ich ja auch noch zeigen können. Erstens bringt's nichts, weil es die so nicht mehr gibt. Und zweitens, ja, der kommt gut an, aber nicht so wie die. So, das ist einfach so. Oder das L'Homme Intense, beziehungsweise das Dior Homme Intense. Was rede ich denn hier? Dior Homme Intense. Das kommt sehr, sehr gut an, aber das spielt nicht in der Liga, wie die hier alle spielen. Das ist einfach Fakt. So, diese Düfte und der neue hier, wirklich in der Zeit, ja, alle mit denen ich jetzt in der Zeit zusammengekommen bin, ich sag nur Kingsman und das ist geil. Sag ich mal, die alte Version ist back. Ne, nur ein bisschen sehr verfeinert, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr mal reingucken. Also bombastisch gut. Schreibt mir runter, was sagt ihr zu diesen Düften und funktioniert das auch bei euch so? Also das ist wirklich stabil. Damit könnt ihr nichts mit falsch machen und da fallen die Frauen halbwegs um, weil sie sind schon Düfte, die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Also Freunde, dann bin ich raus. Grüße gehen raus und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, macht es jetzt. Drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also bis zum nächsten Mal.